Ich habe also zunächst dieses Gehäuse genommen gehabt. Das ist so ein Fertiggehäuse ohne Öffnungen, hat 66 auf 66 mm. Da passte also einiges gut rein. Ich habe das dann hergenommen für das SD2IEC Mini, als auch für das XUM 1541 und den Überspannungsschutz, einfach aus einer gewissen Modularität raus. Dann hatte ich aber in der letzten Zeit zunehmend Lieferschwierigkeiten und ich habe die Dinger immer schlechter bekommen, was mich schlussendlich dazu bewogen hat, diese Geschichten auch in 3D-Druck zu machen. Nachdem ich nämlich wirklich sehr positiven Zuspruch bekommen habe nach dem Gehäuse für das SD2IEC am Tapeport und auch das XUM 1541 Slim mit dieser geschwungenen Form. Herzlichen Dank an dieser Stelle, also auch mal für die ganzen netten Worte. Natürlich höre ich sowas sehr gerne, also vielen Dank. Jedenfalls war ich da eben ermutigt, auch weitere Gehäuse im 3D-Druck eben dann zu fertigen. Wobei fertigen übertrieben ist, ich gestalte die nur. Also ich designe die am PC, aber ich habe selber keine Printfarm. Ich habe hier nicht 28 Drucker rumstehen. Das heißt, ich mache hier die Prototypen, schaue mir das an, bis das eben alles passt, soweit wie es soll. Dann noch 1, 2 Drucke bei dem letztendlichen Dienstleister, der dann tatsächlich die Drucke anfertigt. Vielleicht noch minimale Korrekturen. Und die Massenfertigung, das macht aber dann eben ein externer Dienstleister. Der ist dann für solche größere Produktionen auch einfach viel besser aufgestellt als ich. Das heißt, die tatsächliche Fertigung kommt nicht von mir persönlich, wohl aber das Design und die Gestaltung. Diese Gehäuse, die ich dann gestaltet habe, habe ich quasi nach dem Vorbild dieses Gehäuses gestaltet. Aus dem ganz einfachen Grund, ich wollte, dass die Platinen, die jetzt schon im Umlauf sind, nachrüstbar sind mit dem Gehäuse. Dass also diese Platinen, alle die diese viereckige Form haben, auch in diese 3D-gedruckten Gehäuse reinpassen. Wer also jetzt so ein Gerät hat, ohne Gehäuse, kann jederzeit so ein Gehäuse nachordern. Das passt dann also da rein. Was ich dann auch gleich verbessert habe im Zuge dieses neuen Layouts für die Gehäuse, das ist diese Geschichte mit der LED, die man ja so ein bisschen freihand auf eine gewisse Höhe löten musste, damit sie eben dann oben aus dem Gehäuse etwas rausschaut. Das habe ich jetzt anders gelöst, und zwar mittels Lichtleitern. Man lötet also erstmal die LED ganz normal auf die Platine auf, muss nicht freihand irgendwie wieder was rumschwebend löten, sondern da kommt dann so ein Lichtleiter in das Gehäuse rein, hier in diese Öffnung, und dann scheint die LED von hinten durch. Zeige ich auch gleich noch. Das Verfügbarkeitsproblem ist damit natürlich auch erledigt. Diese Gehäuse bestelle ich einfach, ein paar Tage später sind die da, da wird es also nie wieder ein Problem geben. Und natürlich der Hauptvorteil im Gegensatz zu diesem alten Gehäuse, wo man ja nach Anleitung, nach Plan selber seine Gehäuseöffnungen herstellen musste, haben diese Gehäuse jetzt natürlich alles schon vorbereitet. Da sind alle Öffnungen drin, die man so braucht. Da muss also nichts mehr nachbearbeitet werden, noch nicht immer mehr gefeilt oder sonst irgendwas. Da ist alles fertig, ready to use. Ich liefere dann entweder Komplettmodule, also wer gar nichts selber machen möchte, der kann einfach ein Komplettmodul bestellen, dann baue ich das natürlich vorher zusammen. Wer einen Bausatz hat oder jetzt so ein fertiges Modul schon zu Hause, für den zeige ich das mal eben, wie man die Dinger zusammenbaut. Was man als erstes hier sieht, ich habe keine Haltenasen verwendet, keine Rastnasen. Ich habe einfach 2 Schrauben genommen. Beispielsweise bei dem Überspannungsschutz, da ist eine Sicherung innen drin. Die kann natürlich mal durchbrennen. Die Ersatzsicherung ist zwar dabei, aber man muss eben das Gehäuse aufmachen, um die Sicherung austauschen zu können. Ist mir dann auch lieber, wenn das eine Verschraubung ist. Die kann man x-fach aufmachen und wieder zumachen, ohne dass man Gefahr läuft, dass da irgendwas am Gehäuse abbricht oder sonst irgendwas. Dann zum Einbau natürlich hier erstmal schauen, dass das Gerät richtig ausgerichtet ist. Man kann sich hier an diesen Stegen so ein bisschen orientieren, denn die Löcher in den Platinen sind immer noch die gleichen wie vorher. Dann lässt man das da reinflutschen, möglichst ohne, dass es sich verkantet. Und dann habe ich an allen 4 Ecken so kleine Widerhaken. Und da drückt man die Platine dann einfach rein. Bei dem Überspannungsschutz muss jetzt noch ein Kabel eingesteckt werden, bevor man das Ganze zuschraubt. Das verschwindet dann nämlich da drin. Und jetzt einfach auch den Deckel wieder entsprechend, wo halt die Öffnungen sind natürlich, ausrichten. Deckel drauf. Dann das Ganze verschrauben mit eben diesen beiden Schräubchen. Damit ist das also wirklich ordentlich zu. Ich bin da wirklich begeistert über die Fertigungsqualität, über die Toleranzen, die also wirklich sehr minimal sind. Das ist überhaupt nicht irgendwie, dass das jetzt rumwackeln würde oder dass die Kanten nicht aufeinander säßen. Also das passt wirklich gut. Ich habe natürlich so eine Art Lippe oder Naht, dass wenn das einmal hier drauf gesetzt ist,
dann ist das schon so ein bisschen verriegelt, aber man hört's, ja, sehen wird man es nicht, aber man hört es vielleicht, dass es so minimal hat es noch Spiel. Und das darf es auch haben, das ist okay. Genau das Gleiche ist es dann bei dem SD2IEC, also dem Kartenleser. Auch hier natürlich schauen, wie das Ganze ausgerichtet sein muss. Dann auf diese beiden Schraubendome achten, da muss die Platine natürlich drüber. Und dann auch wieder an allen 4 Ecken sind diese kleinen Widerhaken. Und da einfach beherzt reindrücken, mit so ein bisschen Gefühl natürlich. Dann muss man hier nur bei dem SD2IEC diesen Steg von der Buchse einfach wegnehmen. Kann man recht brutal machen, so wie ich hier. Ist letztendlich egal. Schadet der Funktion natürlich sowieso nicht. Aber auch optisch, man sieht es ja nicht mehr. Das ist ja auch genau der Grund, warum der weg muss. Weil das Gehäuse hier relativ knapp dran vorbeigestaltet ist. Und dann eben den Deckel drauf. So, und dann sieht man schon, dass dieser Steg hier komplett verschwindet. Man sieht diese Fertigungsqualität, die Passgenauigkeit. Also das ist alles perfekt und wunderbar. Dann auch hier die Schrauben rein. Und bei dem SD2IEC, da würde ich jetzt gerne die LED noch kurz zeigen. Also Schrauben erstmal rein. Die Schrauben natürlich ein bisschen behutsam und mit Gefühl anziehen. Letztendlich ist dieses Resin, aus dem die 3D-Gehäuse gedruckt werden, ein Kunststoff. Es ist nicht der härteste Kunststoff, deswegen da einfach mit ein bisschen Gefühl vorgehen. Es ist nun mal kein Metallgewinde. Für die LEDs müssen dann noch diese Lichtleiter rein. Die drucke ich dann übrigens tatsächlich selber und das kann ich auch auf meinem kleinen experimentalen Prototypendrucker machen. Zu dem Prototypendruck nochmal. Dass ich den selber mache, das ergibt für mich den totalen Sinn. Aus 2 Gründen. Erstens kann ich während dieser Gestaltungsphase immer mal wieder einen Druck zwischendurch machen, den ich dann auch eine halbe Stunde, eine Stunde später in Händen halte. Das heißt, ich muss nicht immer warten, bis da vom Druckdienstleister eine Woche, 2 Wochen später eben wieder ein Exemplar zur Ansicht vorbeikommt. Und zweitens, man hat eben dann auch dieses haptische Gefühl. Man kann das Gerät einfach mal anfassen, kann sich die ganzen Rundungen durch die Hand gleiten lassen und so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was man jetzt da gerade entwickelt hat, ob das überhaupt wirklich ein gutes Design ist, so wie man sich das am Bildschirm vorgestellt hat. Diese Lichtleiter, die sind auch natürlich für die Löcher passend, dass die eben da gut reingehen. Und dann zum Schluss habe ich so kleine Rastnasen eingebaut, die sieht man nicht, die sind minimal groß nur. Sie müssen ja auch nichts halten, dieser Lichtleiter wiegt ja nichts. Und dann einfach mit einem etwas stumpfen Gegenstand noch so ein bisschen eindrücken, bis das also hier wirklich plan aufliegt. Warum stumpf? Damit man einfach den Lichtleiter nicht verkratzt. Wie gesagt, Resin ist Plastik letztendlich, Kunststoff. Den zweiten auch. Ja, ich habe schon gespürt, der war schon drin. Dann möchte ich mal noch eben zeigen, wie die LEDs eben in leuchtend aussehen. Die sind jetzt hier auf Höhe der Platine aufgelötet. Dann folgen die Lichtleiter. Und wenn man jetzt Strom drauf gibt, dann sieht man also, wie die LEDs durch diese Lichtleiter durchscheinen. Sieht einerseits ein bisschen modern aus, andererseits wird das Verlöten etwas einfacher, weil man sie eben nicht mehr frei fliegend im Raum verlöten muss, die Leuchtdioden, sondern flach auf die Platine setzen kann. Dann machen wir noch eben das XUM 1541. Da ist es natürlich im Prinzip auch genau das Gleiche. Seine Bohrungen suchen, Platine mit etwas sanftem Druck und Gefühl da reinklipsen. Da wäre jetzt nur die einzige kleine Besonderheit, wenn man das Parallelkabel hat für die etwas schnellere Datenübertragung, dann muss man das Kabel natürlich entsprechend erstmal einstecken, logisch, und dann hier an der Seite neben der seriellen Buchse, also hier nach außen führen. Da ist dann auch ein entsprechender Schlitz im Gehäuse. Sieht man gleich besser, wenn es zu ist. Und natürlich dieses USB-Kabel, das muss auch erst noch eingesteckt werden. Und dann so ein bisschen hier in die Mitte reingelegt, weil da der Schlitz ist. Dann das Gehäuse auch wieder drauf. Und hier kann man jetzt ganz genau sehen, dass das Kabel genau seinen Schlitz hat und etwas Spiel hat. Das heißt, das Kabel wird rausgeführt, ohne dass da irgendwas eingeklemmt wird. Somit ist also diese Geschichte auch wieder perfekt angepasst. Dann auch hier wieder die Schrauben rein. Und auch hier wieder den Lichtleiter reingesteckt. Mit einem stumpfen Gegenstand nachgedrückt, dass das schön flach und bündig da drin steckt. Und dann ist also auch dieses Modul in einem Gehäuse drin. Das geht also wirklich flott. Einfach Platine in den Boden einklipsen, Deckel drauf, Deckel festschrauben, Lichtleiter reindrücken, fertig. Jetzt sind die Platinen natürlich auch etwas besser geschützt, als wenn sie so offen auf dem Tisch rumliegen. Und es sieht natürlich auch deutlich besser aus als eine freie offene Platine. Mir gefallen die Gehäuse ganz gut. Ich denke, die werden auch ganz gut ankommen, fassen sich auch schön, ja,
schön in der Hand an, sind halt auch mit diesen Rundungen und so versehen. Weil sich die Module jetzt natürlich alle etwas ähnlich sehen, die Gehäuse sind ja durchaus auf der gleichen Grundform aufgebaut, habe ich jeweils mit so einer Reliefschrift draufgeschrieben noch, um was für Module es sich jeweils handelt, dass man da also nicht durcheinander kommt. Gut, von den Anschlüssen her kann man eh nicht durcheinander kommen, aber ich finde, das rundet das Ganze noch so ein bisschen ab. Weil für mich zu einem guten Produkt auch eine Anleitung gehört, habe ich tatsächlich für diese beiden Gehäusehälften, die man ja eigentlich nur verschraubt, trotzdem auch noch eine Anleitung gemacht. Wer möchte, kann da also immer zur Sicherheit nochmal nachschauen. So viel zu den Gehäusen. Demnächst geht es hier wieder ein bisschen mehr um Elektronik. Vielleicht sieht man sich ja dabei mal wieder. Bis dahin wünsche ich erstmal eine gute Zeit.